Ich hatte auch das Gefühl, ich bin völlig verlassen, ich bin total ausgeliefert und ich weiß nicht, ob ich das hier überlebe. Herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Wir haben, wie du es gerade eben schon gesehen hast, heute so ein bisschen ernsteres Thema, weil wir sind als Familie, meine Mom ist durch eine schwere Zeit gegangen in den letzten Wochen, denn ihr wurde Krebs diagnostiziert und ein bösartiger Tumor. Und das war eine schwierige Zeit für sie und für uns als ganze Familie. Und deswegen möchte ich euch jetzt allein mit meiner Mom lassen, weil das einfach, wie sie das überstanden hat, ist so krass und was sie erlebt hat, ist so krass und das wollten wir euch unbedingt mitgeben. Deswegen seid gespannt auf dieses Video. Bis vor 4 Wochen war mein Leben irgendwie noch in Ordnung. Sofern man in Ordnung sagen kann in dieser Krise, die wir momentan haben, Corona-Krise, und es kann niemand mehr wirklich gut arbeiten gehen und es ist alles schwierig. Aber ja, bei mir persönlich war irgendwie noch alles okay. Und ich bin letztes Jahr 50 geworden und wenn du 50 wirst, dann bekommst du so ein Schreiben. Ab 50 wirst du eingeladen zur Mammographie. Das ist eine routinemäßige Brustuntersuchung, die wird dann alle 2 Jahre gemacht zur Krebsvorsorge. Und ich glaube, eigentlich denkt jeder Mensch, Krebs bekomme ich nie. So zutiefst, so im Innern. Das nicht. Also irgendwann werde ich sterben, ja, mal sehen an was, aber an was, keine Ahnung. Aber Krebs, das bekomme ich nicht. Und so war ich eben auch. Den ersten Vorsorgetermin habe ich sogar verpasst und wollte dann eigentlich gar nicht mehr gehen, weil ich dachte, komm, ich gehe ja zu der normalen Vorsorge, ist ja gar kein Thema. Und dann hatte ich aber ein schlechtes Gewissen, weil ich nicht abgesagt hatte. Und dann zum Schluss bin ich dann doch noch mal an die rangetreten und habe einen neuen Termin bekommen. Dann ging ich zu diesem Termin und habe mir da echt nicht weiter was beigedacht. 3 Tage später habe ich dann einen Anruf bekommen, ich soll bitte noch mal zu einer Nachuntersuchung kommen. Mein Mann wurde dann schon so ein bisschen nervös und hat dann gegoogelt und hat dann gemeint, na, es ist auch gar kein Problem, eigentlich 90% aller Nachuntersuchungen gehen gut aus, alles gar kein Thema. Und ja, dann bin ich zu dieser Nachuntersuchung gegangen und dieser Arzt war wirklich klasse. Dann wurde noch einmal eine Mammographie gemacht und dann wurde ich in so ein Zimmer gebracht, wo eine Ultraschalluntersuchung gemacht wurde. Und genau, dieser Arzt kam rein und meinte dann schon, ja, also wir haben da einen Befund. Und dann dachte ich schon, okay, er ist sich da anscheinend schon sicher. Ja, wir haben da einen Befund. Und dann kurz danach meinte er, ja, wir haben einen Knoten gefunden. Und dann dachte ich, okay, das wird jetzt schon ziemlich genau. Und dann meinte er plötzlich, ja, und das ist ein Tumor. Und dann hat er ihn untersucht und irgendwann meinte er dann, ehrlich gesagt, ich habe schon genug davon gesehen, das ist ein bösartiger Tumor. Und dann habe ich so auf dieser Liege gelegen und habe so gedacht, wow, ernsthaft? Was soll das jetzt heißen? Und dann habe ich zu ihm gemeint, ob das jetzt dann das Ende ist oder ob ich jetzt Adieu sagen soll. Und er dann so, ja, jetzt warten wir erst mal ab und schauen mal. Und als ich auf dieser Liege gelegen habe, da ist so mein halbes Leben irgendwie an mir vorbeigelaufen. Ich habe so gedacht, okay, Jesus, ich habe eigentlich überhaupt keine Angst zu sterben. Das ist kein Problem für mich. Also ich weiß, wo ich hingehe und das ist das Allerbeste, was da kommt. Deswegen habe ich keine Angst davor zu sterben. Also ich bin da jetzt nicht in so eine tiefe Depression gefallen. Aber ich habe dann überlegt, wow, also deine Kinder brauchen dich eigentlich schon noch ein bisschen. Und eigentlich wollte ich auch gerne noch ein bisschen was davon sehen. Was sie so erleben, wenn sie heiraten, Kinder kriegen. Aber okay, Jesus, ist nicht meine Entscheidung, ist deine Entscheidung. Gut, ich bin dann nach Hause und das war dann schon ein bisschen heftig. 2 Tage später wurde ich wieder einbestellt. Und dann hat er gemeint, er hätte jetzt all die ganzen pathologischen Untersuchungen und es ist tatsächlich genau so, wie es ist, wie er es mir gesagt hat. Es gibt 3 Kategorien von Tumoren, 1, 2 und 3. 3 ist der schlimmste und mein Tumor hatte die Kategorie 2. Das heißt nicht super aggressiv, aber eben auch nicht völlig harmlos. Es war eigentlich ein kleiner Tumor. Er hat dann auch gemeint, ja, ist alles gut, er ist jetzt nur ein guter Zentimeter und hier gehen Frauen raus, die haben einen Tumor in der Größe von 3-4 Zentimetern und die würden mit ihnen sofort tauschen. Ja, irgendwie hat mich das ein bisschen beruhigt, überhaupt seine ganze Art damit umzugehen, hat mich auch gleich weitergereicht an die Uniklinik und die haben mich sofort angerufen mittags, als ich nach Hause kam und haben mir auch gleich einen Termin gegeben. Und dann
hatte ich schon zu diesem Arzt gemeint, ja, also es ist ja in 2 Wochen Ostern. Meinen Sie, ich kann das noch vorher irgendwie hinkriegen, dass ich operiert werde? Und er meinte, boah, also er glaubt es nicht, weil das wäre sehr sportlich. Ja, dann hatte ich damit schon fast abgeschlossen, dass das überhaupt funktionieren würde. Ich kam dann in die Uniklinik und wurde von einer ganz wunderbaren Oberärztin betreut. Und die meinte dann, ja, ich habe Sie schon in den OP-Plan für nächste Woche Dienstag eingetragen. Und dann habe ich irgendwie so gemeint, Halleluja, weil das bedeutet für mich, für mich ist Ostern Auferstehung. Und ich habe bis Ostern das Ganze hinter mir. Ja, so war es dann auch. Ich bin dann eine Woche später ins Krankenhaus. Aber jetzt erstmal, wie ging mir das in diesen 2 Wochen? Ich muss sagen, einfach auch durch Corona wahrscheinlich, hatte ich mehr Zeit mit Jesus als jemals zuvor. Und gerade ab diesem Befund habe ich mir die Zeit auch noch mal ganz besonders genommen. Ich bin jeden Abend spazieren gegangen, so eine Stunde etwa, und habe mich irgendwo da oben auf dem Berg, keine Menschenseele in der Nähe, und habe mich unterhalten mit Jesus, laut. Ja, und er hat mir immer gesagt, Michaela, das, was die finden werden und das, was da ist, wird nicht zum Tod führen. Und diese Verheißung, die hat mir unheimlich geholfen. Ich habe unheimlich viel Trost von Jesus bekommen und Zuversicht und Klarheit, dass ich keine Angst haben brauche, dass ich mir keine Sorgen machen brauche. Und darauf habe ich auch ganz fest vertraut. Das habe ich dann erst gemerkt, als ich mit anderen gesprochen habe und die mir dann gesagt haben, was, das ist ja ganz schrecklich und wie grausam und überhaupt. Und oder wieder andere, die dann gemeint haben, ja, aber sie kennen auch Leute, die haben das überwunden und es wird schon alles gut werden und du brauchst jetzt nicht völlig in die Depression zu fallen. Und irgendwie ist mir aufgefallen, ich falle gar nicht in so eine Depression. Es war skurril. Also mein Mann, der hat alle 3 Stunden zu mir gesagt, guck dich doch mal an. Du bist voll das Vorbild, wie du damit umgehst. Du bist überhaupt nicht depressiv. Oder meine Schwägerin hat mir erzählt, dass sie eine Klientin hat in der Seelsorge, die nach diesem Befund erstmal sich das Leben nehmen wollte. Und ich konnte damit gar nicht so viel anfangen. Und ich habe wirklich gemerkt, das Wichtigste von allem war diese Zeit mit Jesus. Diese Zeit mit Jesus zu verbringen, mich von ihm ermutigen zu lassen und mich von ihm auch tragen und trösten zu lassen. Das hat mir unglaublich viel gebracht in diesen ersten 2 Wochen. Der zweite Punkt, der mir unheimlich viel gebracht hat, war meine Familie. Meine Kinder, mein Ehemann, die haben mich unheimlich unterstützt und mir schon extrem viel abgenommen und mir immer Mut zugesprochen und waren für mich da. Das war das zweite extrem Wichtige. Und das dritte waren meine Freunde aus meiner Gemeinde, die mich wirklich unheimlich unterstützt haben in dieser ersten Zeit und mir schon Mut zugesprochen haben und mir gesagt haben, dass sie für mich beten. Vielleicht habe ich mich auch ganz besonders deswegen so getragen gefühlt. Ja, ich kam dann in dieses Krankenhaus an diesem Dienstag, diesem geplanten OP-Termin, und ich dachte, denn da hingen überall Plakate, jeder Patient darf einen Besuch am Tag empfangen. Ich dachte, mein Mann kann ja auf jeden Fall kommen. Und wir kamen dann dorthin und dann wurde uns gesagt, nein, gar keine Besuche. Und das war für mich extrem schwierig, weil das bedeutet hat, okay, das bedeutet, ich bin allein. Ich bin da jetzt mit ganz alleine. Klar, natürlich, das sind die Schwestern, die Ärzte und so, aber die sind ja nur medizinisch für mich da. Wenn es mir da schlecht geht, wie wird es gehen? Und es kam auch genau so. Ich hatte dann meine Operation und zum einen habe ich die Narkose nicht gut vertragen und mir war es extrem schlecht nach der Operation. Ich bin auch gar nicht richtig wach geworden, musste ständig noch eine Flasche angehangen bekommen und noch eine Flasche angehangen bekommen. Und dann hatte ich unglaubliche Schmerzen bei jedem Einatmen. Also ich musste ganz flach atmen und jedes Mal, wenn ich einatme, so bin ich nur bis zu diesem Schmerz gekommen. Und das war ein Gefühl von so einer ganz tiefen Verlassenheit und von so einer Existenzangst. Also ich dachte irgendwie, jetzt bin ich allein, es ist niemand für mich da, es kann niemand kommen und mir irgendwelche tröstenden Worte sagen und ich habe das Gefühl, ich bin völlig ausgeliefert.
Und das ging ganz extrem tief. Das ging so tief, dass ich das Gefühl hatte, ich bin in so eine Dunkelheit gefallen. Das Ganze hat sich dann gezogen mit mehreren Flaschen, die sie mir noch angehangen haben und meiner Unfähigkeit, irgendein Handy in die Hand zu nehmen. Mein Mann ist im Karree gesprungen zu Hause und meine Kinder, weil sie dachten, ich wäre 5 Stunden im OP gewesen und war aber ja im Aufwachraum dazwischen. Sie haben dann irgendwann bei der Stationsleitung mehrfach angerufen. Die haben mir dann das Telefon gebracht. Ich habe dann nur gesagt, ich kann nicht reden, mir geht's gut, ist alles okay, tschüss. Und dann hatte ich extreme Panik vor dieser Nacht. Und komischerweise habe ich ganz super gut geschlafen, obwohl ich so Schmerzen vorher hatte. Ich habe also kurz vorm Einschlafen haben die Schmerzen aufgehört und ich habe wirklich gut geschlafen. Und ich bin am nächsten Morgen aufgewacht und neben mir lag eine Dame, die hatte die gleiche Operation, bisschen harmloser, hat sie aber auch viel besser vertragen. Und als ich morgens aufgewacht bin, dachte ich, ja, okay, es ist geschafft. Es ist alles überwunden, ist wunderbar. Und diese Dame meinte dann, ey, das ist ja ein ganz neuer Mensch, der daneben ist. Sie können ja reden, Sie haben ja eine Stimme und Sie sehen ja schon ganz anders aus. Und dann ging es mir wirklich gut an diesem nächsten Tag. Ich habe 3 Tage später einen Facebook-Eintrag gemacht, was ich normal nie mache, aber ich habe das erste Mal gemacht und habe da reingeschrieben, dass ich hatte so das Gefühl, auch in meinem Gespräch mit Jesus, dieses Krankenhaus war so ein bisschen wie Karfreitag, ganz klein natürlich, nur ganz klein, ein Hauch. Das, was Jesus am Kreuz mitgemacht hat, kann von uns natürlich niemand nachvollziehen. Aber diese Verlassenheit von seinen Freunden, ist niemand da, der sich um ihn kümmert, diese schrecklichen Schmerzen, Existenzschmerzen und zum Schluss noch die Dunkelheit. Vater, Vater, warum hast du mich verlassen? Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und so irgendwie ging es mir in dem Moment genauso, an diesem Tag nach dieser Operation. Ich hatte auch das Gefühl, ich bin völlig verlassen, ich bin total ausgeliefert und ich weiß nicht, ob ich das hier überlebe. Wenn ich jetzt im Nachhinein darüber nachdenke, was diese Zeit bewirkt hat, diese Dunkelheit, dann würde ich sagen, es war vielleicht das einschneidendste Erlebnis in meinem Leben. Weil ich das Gefühl habe, ich hab etwas erlebt, was man nicht nachvollziehen kann. Also, wenn ich mir überlege, dass jetzt wegen dieser Corona-Krise die Menschen alle allein im Krankenhaus liegen, vielleicht auch alte Menschen, vielleicht sterben und sie sind allein, dann ist das für mich, dann tut mir das schon körperlich weh, weil ich denke, ich habe das nur ein paar Stunden mitgemacht, nur ein paar Stunden. Manche Menschen machen das vielleicht jetzt 4 Wochen mit oder noch länger und das ist einfach unglaublich. Und ich glaube, Gott hat mir da so einen kleinen Einblick da reingegeben, Menschen an dieser Stelle ein bisschen besser zu verstehen. Naja, es war aber auch am nächsten Tag nicht gegessen, denn die Ärztin kam dann morgens zur Visite und meinte, ja, Frau Wesely, ich kann leider leider keine Entwarnung geben, denn wir wissen nicht, ob Sie nicht doch eine Chemotherapie brauchen oder eine Nachoperation, denn wir haben jetzt noch keine Ahnung. Vom ersten Aussehen sah es alles gut aus, aber ich kann Ihnen noch nicht sagen, ob Sie wirklich gesund sind. Und sie hat mir dann anschließend gesagt, wie viel sie wirklich rausgenommen hat, nämlich eben nicht nur diesen 1 Zentimeter, von dem ich dachte, das wird das rausgenommen, sondern das war also die Größe einer Billardkugel, die entnommen worden ist. Dann wurde mir auch klar, warum ich so Schmerzen hatte. Auf jeden Fall in dem Moment, als mir das dann gesagt worden ist, dachte ich dann, okay, bisher habe ich gedacht, wow, es ist jetzt vorbei, ich bin ja jetzt erlöst, jetzt ist es ja rum. Aber ich konnte ja gar nicht sagen, okay, es ist ja rum, der Tumor ist raus. Denn das konnte ich gar nicht wissen. Ja, und so fing dann eigentlich so eine Wartezeit an, so eine richtig schwierige Wartezeit, in der ich dann auch so dachte, es ist komisch, Jesus, warum erwarte ich eigentlich immer das Schlimmste? Warum hoffe ich eigentlich nicht auf das wirklich Gute, auf das Beste? Wenn ich jetzt mir überlegen sollte, was mich am meisten getragen hat in dieser ganzen Zeit im Krankenhaus und auch bis dann der Befund gekommen ist, letzten Dienstag,
dann würde ich sagen, das waren wiederum genau diese 3 Dinge, die ich schon in dem ersten Teil hatte. Meine Zeit mit Jesus, meine Gebetszeiten, mein Lesen in der Bibel, auch das Bewusstsein, Jesus, ich habe gerade irgendwie so ein bisschen davon erlebt, was du mitgemacht hast. Bitte lass mich das weiterbringen, lass mich das an die Menschen geben, was du mir beibringen willst. Sag mir, was du von mir möchtest. Und der zweite Punkt, die Unterstützung meiner Familie, die ständig angerufen hat, ständig geschrieben hat. Ich konnte ja eben keinen Besuch empfangen. Und der dritte Punkt wieder, diese Freunde. Ich habe unendlich viele Nachrichten bekommen. In dieser ganzen Zeit, eigentlich bis zu dem Befund, letzten Dienstag, ich kam samstags nach Hause und hatte dann bis dienstags noch zu warten. Und ich wurde ganz oft angeschrieben und das war für mich so ein Trost. Also wenn du manchmal denkst, oh, ich kann doch dem nicht schreiben, ich weiß auch gar nicht, was ich schreiben soll. Oh Gott, der hat gerade so eine schlimme Krise, da ist jemand gestorben oder der hat eine schreckliche Krankheit oder der ist eine Ehescheidung oder so. Bitte lass dich nie davon abbringen, demjenigen zu schreiben. Auch wenn du nur schreibst, hey, ich bin für dich da oder ich bete für dich oder wie geht es dir? Ich habe anschließend zu jedem, der mich ermutigt hat, gesagt, ich habe das körperlich gespürt, dass ihr für mich gebetet habt. Diese Unterstützung und diese Kraft, die geflossen ist, weil ihr gebetet habt, das war echt übernatürlich. Das war ein Wunder. Also die Zeit mit Jesus, meine Familie, die mich unglaublich unterstützt hat und meine Freunde, die mir alle geschrieben haben. Ich habe dann vor 3 Tagen jetzt einen Anruf bekommen von meiner Oberärztin, die mir versprochen hatte, sofort sich zu melden. Und sie meinte dann, ich habe den Befund, es sieht wirklich gut aus. Wir brauchen nur die Bestrahlung und die Medikamententherapie 5 Jahre anschließend. Wir brauchen keine Chemotherapie, wir brauchen keine Nachoperation. Sie sind im Moment jetzt krebsfrei. All das, was wir jetzt machen müssen, ist dazu da, damit es auch so bleibt. Ja, der Moment, das zu hören, war so wie, okay, jetzt habe ich Ostern. Es war Osterdienstag. Jetzt habe ich Ostern. Jetzt ist eigentlich für mich die Auferstehung da. Ich kann jetzt wirklich das weitergeben. Ich bin jetzt aus dem Schlimmsten raus. Der Tumor ist raus. Jetzt muss ich durch diese ganzen Therapien noch durch, ja. Aber der Tumor ist raus. Und der Witz an dieser ganzen Sache, an diesem ganzen Albtraum, der eigentlich ja relativ schnell vorbei war. Also alles in allem waren das gute 4 Wochen. Natürlich habe ich noch einiges vor mir, das weiß ich auch. Aber der wirkliche Albtraum waren diese 4 Wochen. Und wenn ich mir überlege, was Jesus in dieser Zeit getan hat, ist es einfach nur ein Wunder von A bis Z. Das erste Wunder ist, dass ich diese Mammographie dann doch noch gemacht habe, obwohl ich eigentlich gar nicht mehr dahin gehen wollte und erst in 2 Jahren wieder, dann wäre ich wahrscheinlich tot gewesen. Das zweite Wunder ist, dass ich noch einen Termin in der Mammographie bekommen habe, denn eigentlich ich habe freitags die Befundbesprechung gehabt und ab montags gab es keine Mammografien mehr in Deutschland als normale Vorsorgeuntersuchung. Die wurden alle gecancelt wegen Corona. Das heißt, ich bin da reingerutscht, meines Erachtens wirklich per Wunder, und es wurde noch gefunden. Und es wurde noch zu einem Zeitpunkt gefunden, wo das noch rausgenommen werden konnte. Also mein 1 cm, 1,4 cm Tumor und trotzdem wurde eine Billardkugel großes Gewebe entfernt. Bedeutet, hätte ich schon 3-4 cm Tumor gehabt, weiß ich gar nicht, was die meinten, alles rausschneiden müssen. Also wieder dieses Wunder, dass es so früh gefunden wurde, dass diesen Termin, ich ihn wirklich wahrgenommen habe, dass Jesus es noch geschafft hat, mich da reinzustopfen, bevor diese Termine ganz gestrichen worden sind. Dann, dass ich zu dieser wunderbaren Ärztin gekommen bin, die mich dann auch noch untergebracht hat auf dem OP-Plan, wo eigentlich überall stand, es werden nur noch die absolut nötigsten OPs gemacht in der Uniklinik und keine anderen OPs momentan wegen Corona. Und dann, dass der Befund positiv war. Und ich weiß nicht, in welcher Krise du vielleicht bist oder vielleicht
deine Mutter oder dein Vater oder dein Freund oder dein Ehepartner oder dein Kind. Aber ich möchte dich echt ermutigen, egal was du für eine Krise hast. Erstens, sprich darüber. Sprich darüber mit den Menschen, die du liebst. Auch mit deinen Freunden. Fürchte dich nicht. Sprich einfach drüber. Sag, wie es dir geht. Sag, wie du dich fühlst. Das hilft den Menschen auch zu verstehen. Und das hilft den Menschen auch zu sehen, okay, derjenige geht wirklich durch ein tiefes Tal. Das kann aber auch ein großes Glaubenszeugnis sein. Also sprich darüber. Der zweite Punkt ist, leg dir feste, große Termine mit Jesus rein. Geh jeden Abend eine Stunde mit ihm spazieren. Nimm dir die Zeit mit ihm. Denn den wirklichen Trost kann dir eigentlich ja nicht deine Familie geben, denn deine Familie kann nicht sagen, es wird alles gut. Das wäre bla bla. Aber wenn Jesus dir sagt, es wird alles gut, dann ist es immer noch schwer für uns, es zu glauben, aber es ist auf jeden Fall ein Trost. Also sprich darüber mit den Menschen, die du liebst. Such die Zeit mit Jesus. Sprich mit ihm und schütz ihm hin. Sag ihm, was du denkst. Denk nicht, oh, ich weiß nicht und ich muss ja da so eine heilige Scheu haben und so. Ich kann ja nicht Gott sagen, ey, was soll das jetzt? Was soll das? Muss ich da jetzt durch? Und der dritte Punkt, bitte die Menschen für dich zu beten. Und nimm das Gebet echt an. Meine Pastorin beispielsweise, die hat dann mir morgens immer geschrieben, ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen, ich habe die ganze Nacht für dich gebetet. Aber das war das genau, was mich getragen hatte. Diese Gebete, diese ganze Nacht für mich gebetet. Und ich denke auch, dass diese Gebete und dieses Bestürmen des Himmels es auch bewirkt haben, dass ich jetzt im Moment sagen kann, ich bin soweit gesund. Und das ist mir einfach wichtig. Ich will nicht irgendwie sagen, oh, das war keine tolle Erfahrung. Das werde ich nicht sagen, ganz sicher nicht. Das war ein Albtraum. Aber sprich darüber mit den Menschen, die du liebst. Lass dich von deiner Familie unterstützen und tragen. Sprich mit Jesus darüber und lass dich von ihm trösten. Und lass dir von ihm, frag ihn, Jesus, was soll das jetzt? Was soll ich damit anfangen? Und der dritte Punkt, nimm dieses Gebet an, lass die Menschen für dich beten. Lass die Menschen für dich beten und lass dich von ihnen tragen. Ja, genau, das war mein eigentlich fürchterliches Erlebnis der letzten Wochen und ein Erlebnis, was im Moment für mich zum großen Zeugnis geworden ist, weil Jesus einfach treu ist und weil Jesus nie zu spät dran ist, sondern in einem rechten Moment genau das tut, was wichtig und richtig ist. Und er trägt uns durch, egal wie es uns geht. Er ist für uns da und er tut Wunder.